Hallo meine Lieben, ich hatte einige Fragen bekommen zum Canvas von Brother, wie das Ganze funktioniert, zum Beispiel wie ihr Dateien integrieren könnt, wie ihr Schriften integrieren könnt oder überhaupt wie ihr Dateien erstellen könnt. Und deshalb dachte ich mir, ich mache hier kurz ein Video für euch, wo ich euch das Ganze zeige, von dem her heute eher ein bisschen technisches Video, aber auch das muss manchmal sein. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Also starten wir mal im Canvas. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Dateien erstellen könnt, um das dann auszuplotten. Einerseits natürlich hier über die Formen, wo ihr einfach eine Form einbringt und die dann über die Eigenschaften entsprechend bearbeitet, oder ihr könnt hier Text eingeben und dann den entsprechend ändern, indem ihr die Schriftart ändert, sagt, ob es fett geschrieben soll, kursiv geschrieben werden soll, Linienbreite, Füllung, einfach solche Sachen. Oder ihr habt auch hier zum Beispiel verschiedene Rahmen, die ihr verwenden könnt, oder ihr habt auch schon vorgefertigte Elemente, die ihr einfügen könnt. Das sind so die Möglichkeiten. Weiter gibt es Canvas-Projekte. Wenn ihr hier auf dem Canvas seid, dann habt ihr hier verschiedene Dateien zur Verfügung. Zum Beispiel hier nehmen wir dieses Element. Da habt ihr ein Video, was ihr abspielen könnt, damit ihr seht, wie das gemacht wird. Dann habt ihr eine PDF-Datei, wo meistens auch noch weitere Erklärungen dazu gegeben werden. Und wenn ihr hier draufklickt, dann überträgt es euch das Element auf euren Arbeitsplatz. Dann, wenn ich das Fenster schließe, hat es mir das Ganze auf meinen Canvas übertragen. Und ihr seht auch, es sind jetzt schon verschiedene Ebenen. Ne? Ich habe hier die Katze, die kann ich zum Beispiel, andere Farbe machen in der Linie oder in der Füllmethode. Also diese Sachen könnt ihr dann auch frei bearbeiten. Das ist eine Methode. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr irgendwo auf dem Netz ein Bild sucht. Ich habe jetzt hier Tinkerbell eingegeben, also Tinkerbells Silhouette. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Qualitäten. Ich habe 2 Bilder gespeichert. Einerseits dieses hier, das ist ein JPEG, und andererseits dieses hier, das ist ein PNG. Unterschied, PNG sind die einen transparenten Hintergrund haben und auch von der Auflösung her ein bisschen anders sind. Und die werde ich jetzt bei mir auf dem Canvas importieren. Dann klicke ich hier ein Bild im Computer suchen, und da kann ich das Bild holen, was ich vorhin gespeichert habe. Ich habe jetzt als erstes das JPEG-Bild genommen, und selbst wenn ich hier sage, Konturen nach Farben verfolgen und mit der Anzahl Farben runtergehe und das hier kurz ein bisschen vergrößere, seht ihr, dass es wichtige Elemente wie zum Beispiel der Stab oder die Erweiterung der Finger hat es nicht genommen. Und deshalb sind JPEG-Bilder eher, würde ich euch anraten, die nicht zu nehmen. Dann habe ich mir hier das PNG-Bild genommen und wähle hier auch Konturen nach Farben verfolgen aus und gehe hier auch mit der Anzahl Farben runter. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Ich nehme das Ganze jetzt rüber auf den Canvas. Und dann seht ihr hier bei den Ebenen, was es alles genommen hat. Das Bild selber, ich mache kurz einen kleinen farblichen Unterschied, damit ihr seht, was ich euch zeigen will. Mache ich ein paar grün, dann habe ich hier ein paar, die ich euch separat zeigen will. Die mache ich gelb. Und das Bild ist nach wie vor schwarz.
So, jetzt zoomen wir hier rein, damit ich euch das besser zeigen kann. Ihr seht jetzt, dass es grüne und gelbe Überlappungen hat. Manchmal macht er das so, dass er Elemente wie zweimal erkennt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die ganzen gelben lösche, dann tut es dem Design überhaupt nichts. Es hat hier einfach diese, wo es zweimal ein Element hatte und das ist dann auch fürs Plotten nicht gut. Die müsst ihr einfach löschen. Jetzt seht ihr aber auch, dass teilweise, ne, zum Beispiel hier das Auge war nicht gut, hier innen drin ein Teil der Hand ist nicht abgebildet oder hat keine Schnittkante, der Finger ist ein bisschen zu weit außen, die Sterne sehen nicht gut aus und da können wir jetzt das Ganze bearbeiten. Was ihr einerseits machen könnt, ich zoome noch ein bisschen weiter rein, ist, dass ihr diesen Stern hier anklickt und dann kriegt ihr die ganzen Punkte. Die runden Punkte, ne, Pleonasmus. Die Punkte sind quasi eure Pfade und die Vierecke definieren, wie sich die Linie biegt. Ich kann euch das kurz zeigen. Wenn ich hier einen Punkt mache, einen zweiten Punkt mache, einen dritten Punkt mache, dann habt ihr hier eine spitze Ecke. Wenn ich jetzt aber drauf bleibe und mit der Maus davon wegziehe, dann seht ihr, gibt es eine Kurve. Und jetzt habe ich hier Vierecke gekriegt. Das heißt, wenn ich diese Vierecke nehme, kann ich die Form verändern. Ich kann sagen, wie eckig dieser Punkt sein soll, ob er rund sein soll, in welche Richtung er rund sein soll. Das ist das, was ihr auch hier mit diesen Elementen habt. Löscht das kurz, damit es uns dann nicht im Bild bleibt. Bei den Sternen, da die ja eine relativ einfache Form haben, mache ich das ganz einfach so, dass ich das lösche, kurz hier auf dieses Tool gehe, wo ich selber einen Pfad erstellen kann. Und dann kann ich einfach sagen, okay, 1, 2, 3, 4. Also ich fahre hier einfach die Pfade entlang, weil es doch ein sehr einfaches Element ist. Und wenn ich wieder zum ersten Punkt gehe, dann schließe ich diesen Pfad. Jetzt mache ich diesen Stern auch kurz in einer anderen Farbe, pink, ne, zur Abwechslung. Jetzt seht ihr, ihr habt hier einen schönen Stern. Das heißt, ihr könnt Elemente so quasi nachbilden. Das würde ich jetzt hier mit den ganzen Sternen machen, weil die einzeln zu bearbeiten und die ganzen Punkte suchen und die bearbeiten ist, naja, gibt euch mehr Arbeit, als wenn ihr kurz genau das macht, was ich jetzt vorhin gemacht habe. Es gibt aber logischerweise, gerade so bei Tinkerbell selber, Sachen, wo, naja, das funktioniert so halt nicht. Zum Beispiel das Auge. Ne? Dieser Wimperschlag ist bei Tinkerbell ja schon ein Element, was wichtig ist. Deshalb klicke ich jetzt hier auf diesen Pfad, um den zu öffnen. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Punkt. Den ziehe ich jetzt einfach hier ein bisschen raus, gehe auf das Viereck und ziehe das zurück. So, und jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Oder wenn hier ein Pfad fehlt, mache ich genau das, was ich vorhin gemacht habe. Das heißt, ich gehe hier hin, klicke hier drauf, dann mache ich hier noch eine Kurve. Das heißt, ich behalte den Mauszeiger unten, lasse los und dann gehe ich zum nächsten Punkt und dann ist dieser Pfad geschlossen. Mache bei den auch kurz grün, damit der zum Rest passt. Dann seht ihr hier, ne, habe ich wunderbar diese Form gestaltet. Andere Elemente, wie zum Beispiel der Finger hier vorne, da kann ich einfach diesen Punkt nehmen und den so ein bisschen runterziehen. Und hier hat es jetzt auch eins, das fehlt. Mal hier auch wieder, das erstelle ich kurz. Da unten hat es jetzt einen Stern, der ist auch nicht gut, aber den kann ich jetzt nicht einfach löschen, weil der gehört zum ganzen Pfad dazu. Und deshalb werde ich den kurz bearbeiten.
Und das mache ich am einfachsten so, das heißt, ich ziehe diesen Punkt an die äußerste Ecke von diesem Stern und ziehe dann die beiden Vierecke auf den Kreis drauf. Dadurch wird das ganze Element spitz. Und das mache ich jetzt mit allen Ecken kurz. So, jetzt sieht das Ganze doch schon wesentlich besser aus. Und so könnt ihr Elemente auch noch anpassen, bevor ihr dann sagt, okay, alles gut, Bild brauche ich nicht mehr. Und dann habe ich effektiv hier nur noch die Silhouette. Kann jetzt die Tinkerbell kurz einfärben auch. Und dann seht ihr, dass sie hier die Tinkerbell hat. Jetzt sehe ich gerade was ich euch noch zeigen will. Wir hatten es ja so, dass da vorhin dieses Element hier, das hier, das haben wir ja neu dazugefügt, inklusive das bei der Hand. Wenn das nicht da ist, dann wäre der Bereich hier grün und deshalb können wir auf Tinkerbell draufklicken, mit der Shift-Taste gedrückt auf die andere Form klicken und dann können wir hier unten sagen, subtrahieren und dann hat es quasi das was im Hintergrund war, gelöscht. Machen wir gleich nochmal, das war diese Form hier von der Hand, ne? Das heißt, ich klicke wieder auf Tinkerbell, ich halte die Shift-Taste und klicke auf die Form, gehe hier auf Bearbeiten und sage hier auch wieder Subtrahieren und dann ist auch dieses Element ohne den Hintergrund. Das ein weiterer Tipp. Das heißt, ihr könnt hier die Datei wirklich so bearbeiten, bis sie so aussieht, wie die für euch passt auch. Und dann effektiv alles markieren und dann könnt ihr das Ganze in der Größe anpassen, wie groß, klein ihr das auch immer haben wollt. Das ist eine Möglichkeit. Ich kopiere das kurz und dann sperre ich und mache die Sichtbarkeit aus, so dass das Element, es ist zwar noch da, aber ihr seht es im Moment gerade nicht. So, das war das. Das heißt, wir können ein Bild nachzeichnen. Dann SVG-Dateien. Das ist ein bisschen ein größeres Thema, weil, naja, ich habe beruflich auch mit Graphic Design zu tun und deshalb habe ich die ganze Adobe-Palette, unter anderem den Illustrator und dadurch erstelle ich viele Sachen auch selber im Illustrator. Wenn ihr im Illustrator seid, müsst ihr eines beachten. Und zwar, dass wenn ihr Text schreibt, den müsst ihr zuerst in Pfade umwandeln. Da geht ihr auf Schrift und sagt dann in Pfade umwandeln. Dann markiert ihr euch das Ganze und geht über Datei, Auswahl exportieren. Beim Exportieren müsst ihr Folgendes beachten. Natürlich gebt ihm einen Namen, der Sinn macht, ne? Hier zum Beispiel Sparkle. Oder Sinn macht einfach so, dass ihr es wieder findet. Ich habe den auf dem Desktop gespeichert. Was wichtig ist, ist hier, dass ihr das ihr könnt es als PNG speichern, ihr könnt es als JPEG speichern oder PDF. Ihr müsst hier SVG auswählen, sonst funktioniert das mit dem Canvas nicht. Dann klickt ihr einfach auf Element exportieren. Dann könnt ihr wieder auf den Canvas gehen und da auf SVG importieren klicken, Sparkle anklicken und dann habt ihr diese ganze Schrift als Einzelbuchstaben alles im Canvas drin
und könnt da Größe verändern und so weiter und so fort. Das ist die Möglichkeit, wenn ihr den Illustrator habt. Jetzt könnt ihr natürlich SVG-Files auch an anderen Orten beschaffen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel www.makerist.de. Die haben hier Plotter-Dateien, die ihr kaufen könnt. Und die sind echt wirklich nicht teuer. Ne? Hier, wir haben 2,39, 4,72, also für eine ganze Plotter-Datei. Die könnt ihr da kaufen. Ich habe mir zum Beispiel hier diese Datei gekauft. Und wenn ihr die dann downloaden könnt, dann wird euch das als ZIP-Datei gespeichert. Und genau da entsteht ein Problem, wo viele dran scheitern. Ich zeige euch das kurz. Was ihr zuerst machen müsst als Vorbereitung ist Folgendes. Ihr geht kurz auf den Ordner, wo ihr das gespeichert habt, wo ihr die ZIP-Datei gespeichert habt, öffnet die durch Doppelklick und dann nehmt ihr die Dateien, die da drin sind und speichert die an einem anderen Ort. Also nicht den ZIP-Folder, sondern die Dateien, die in diesem Folder drin sind. Und da genau auf den Ordner drauf geht, wo ihr das gespeichert habt, dann sind die Dateien, stehen die zum Importieren zur Verfügung. Jetzt habt ihr 4 Dateien. Die erste ist ein JPEG, die zweite Datei ist ein PNG, auch die bringt uns nichts, wir brauchen diese Datei hier. Da könnt ihr jetzt draufklicken und dann übernimmt es euch das in den Canvas. Mit dieser Datei könnt ihr jetzt, die könnt ihr bearbeiten, wie ihr wollt. Es hat wirklich hier alles in Einzelteile zerlegt. Ihr könnt da zum Beispiel den Knopf markieren, rechte Maustaste drauf. Und dann kopieren. Dann habt ihr hier ein Element, das fällt euch dann auch so ein bisschen einfacher damit zu arbeiten. Also hier könnt ihr das so bearbeiten, wie es euch passt. Aber so funktioniert das Integrieren in den Canvas. Wichtig hierbei ist, wenn ihr das Ganze mit einer Flexfolie auf ein T-Shirt übertragen wollt, dann müsst ihr das spiegeln. Das ist anders als mit der Vinylfolie. Mit der Flexfolie müsst ihr alles, was ihr macht, spiegeln, damit es dann, wenn ihr es aufs T-Shirt aufbringt, wieder gut lesbar ist. Von dem her am besten hier einfach alles markieren, rechte Maustaste drauf und dann Gruppieren auswählen. Und wenn ihr es dann gruppiert habt, da geht ihr auf Bearbeiten und da hat es einen Befehl, der heißt horizontal spiegeln und genau das müsst ihr machen. Und dann habt ihr das auch so, wie ihr das für den Plotter haben müsst. Ihr könnt eben Größe verändern, ihr könnt Farben, spielt jetzt beim Plotter nicht so eine Rolle. Wenn ihr es zeichnen würdet, könntet ihr auch Farben verändern. Also hier habt ihr jetzt eine Datei, die ihr wirklich bearbeiten könnt. So, das war das. Was ich euch auch noch sagen wollte, ist, wie ihr Schriften importieren könnt. Ich hatte ja bei meinen Videos, zeige ich immer auch wieder Elemente, wo ich euch sage, vielleicht habt ihr diese Schriftart nicht. Ihr habt eine gewisse Auswahl hier im Canvas drinne schon zur Verfügung gestellt. Wenn ihr mehr haben wollt, könnt ihr euch die ganz einfach downloaden und da zeige ich euch kurz, wo ihr das machen könnt. Einer der Orte, wo ihr Schriften herunterladen könnt, auch gratis, ist hier unter www.fontsquirrel.com und ich habe zum Beispiel mir hier diese Datei oder diese Schriftart heruntergeladen. Milkshake heißt die. Und wenn ihr die downloadet, also ihr werdet hier durch ein Menü durchgeführt, dem könnt ihr einfach folgen. Wenn ihr die dann speichern sollt oder wenn sie zum Download bereitsteht, speichert die irgendwo, wo ihr sie wieder gut findet, weil die brauchen wir gleich noch. Ich hatte mir die hier auf dem Desktop gespeichert und wenn ich dann auf diese Datei doppelklicke, dann geht dieses Fenster hier auf. Und da habt ihr die Schriftform, die Font drinne und da könnt ihr auf Installieren klicken. Damit ihr diese Schriftart dann auf eurem Canvas zur Verfügung habt,
müsst ihr zuerst den Canvas schließen und den wieder öffnen. Erst dann steht die euch zur Verfügung und dann könnt ihr hier unter Schriften, könnt ihr die suchen. Ich hatte die vorhin schon mal angewählt. Hier Milkshake. Dann wähle ich die aus und schon habe ich meinen Text mit dieser Schriftart. Gerade bei solchen zusammenhängenden Schriften müsst ihr einfach immer beachten, wenn ihr das jetzt an den Plotter übergeben würde, würde er euch hier zum Beispiel diese Linie zwischen dem H und dem A, würde er euch schneiden. Und das wollt ihr nicht. Das sieht wirklich dann, wenn ihr das aufs T-Shirt zum Beispiel übertragt, das sieht ganz doof aus. Von dem her geht ihr hier auf Bearbeiten und klickt hier Verschmelzen und dann hebt es euch diese Zwischenlinien auf und ihr habt ein Element und auch hier nicht vergessen, ne, spiegeln und dann steht euch dieser Schriftzug zum Plotten zur Verfügung. Und noch als allerletztes, ne, ich hatte euch jetzt gezeigt, wie ihr diese Elemente alle erstellen könnt. Exportieren oder an den Plotter übertragen könnt ihr unter Datei und dann klickt ihr dort auf FCM-Datei über das Internet übertragen, wenn ihr den Plotter übers WLAN angeschlossen habt. Das würde ich euch auch empfehlen, es geht am einfachsten. Und dann könnt ihr das auf dem Plotter wieder abholen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und hat einige eurer Fragen beantwortet. Ich werde euch am Schluss 2 Links reinstellen. Eines ist der Link zum, wo ich das Plotten allgemein vorstelle und das andere ist der Link auf die Plotter Playlist, weil da sind schon ein paar kleine Videos drin, aber ich werde auch noch mehr Videos da reinstellen, damit ihr auch seht, wie das zum Beispiel wie man eine Flexfolie überträgt oder wie man SnapPap schneidet. Also solche Sachen, das zeige ich euch im Detail, aber das wollte ich heute nicht in dieses Video reinpacken, weil das wäre ganz einfach zu lang geworden. Von dem her, naja, wie immer, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!